Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute haben wir einen Audi A4 Kombi, 110 kW, Baujahr 2015, 2 Liter Dieselmotor. Und wie man im Titel lesen konnte, spezieller Motorcode DEU A. Es gibt da zwei unterschiedliche mit dem 110 kW und 100 kW. Das ist der 110 kW. Und hier haben wir das Problem, das Fahrzeug hat ein AdBlue-System. Da sehen wir auch schon den Tank. Und dieses AdBlue-System speichert einen Fehler ab, Motorstörung kommt und dass man jetzt nur noch 750 Kilometer zu fahren hat und dann wird das Fahrzeug nicht mehr starten. Wenn man das Fahrzeug ausliest, jetzt im Moment sind sehr, sehr viele Fehler, aber wo es zum ersten Mal ausgelesen wurde, wurde die Reduktionsmittelheizung 3 abgespeichert. Das Fahrzeug hat quasi 3 Heizungen, eine im Tank, eine, die vorne angeschlossen wird, also in der Leitung eine Heizung und an der Düse vorne, denn dieses AdBlue-System wird ja in Abgas eingespritzt, damit die Schadstoffe reduziert werden. So, und meistens ist es so, Heizung 1 ist die Düse, Heizung 2 ist die Leitung und Heizung 3 ist die Heizung im Tank. So ist es meistens. Wie ihr das Ganze herausfinden könnt, welche Heizung das ist, könnt ihr einfach die Stecker abziehen und dabei Fehlerspeicher auslesen, löschen und gucken, welcher Fehler wiederkommt. Meistens ist es so, wir hoffen ganz ehrlich, dass es auch so ist. Ich habe es hier jetzt nicht abgezogen gehabt, weil hier hinten an der Pumpe ist das Problem, da sind mehrere Stecker. Und ich glaube, da werden sehr, sehr viele Fehler kommen, aber meistens ist es so. Wir hoffen mal, dass es auch so ist. So, und das Problem ist, was man bei dem Fahrzeug hat, und wenn er so einen Heizungsfehler macht, die Pumpe einzeln, oder die Heizung einzeln, da ist, glaube ich, keine Pumpe, oder vielleicht ist auch eine Pumpe mit drin. Das Problem ist, die Heizung kriegt man einzeln nicht raus. Die ist nämlich da verschweißt. Das bedeutet, man muss den Tank einmal komplett austauschen. Das Problem ist, wenn man jetzt anfängt, sich das Ganze neu zu holen, sagt Audi, ihr braucht nicht nur den Tank, ihr braucht nicht nur die Heizung, da muss auch noch das Steuergerät mit ausgetauscht werden. Und in Summe macht das ca. 2000 €, was natürlich viel ist, meiner Meinung nach. Deswegen das Ganze gebraucht geholt, gebraucht einbauen, vorher natürlich hochheben, gucken, welche Nummer bei euch da drauf steht, dann könnt ihr euch das gebraucht organisieren, gebraucht einbauen, mit AdBlue befüllen, das ganze System resetten, neu starten und dann sollte das eigentlich funktionieren. Kostenpunkt, das Ding hat jetzt glaube ich 500 € gekostet, mit bisschen Arbeit, mit bisschen zurücksetzen seid ihr auf jeden Fall unter 1000 €, meiner Meinung nach. Deswegen schreibt mal bitte alles unten in die Kommentare. Warum das Steuergerät mit ausgetauscht werden muss, weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen. Ich vermute mal, dass es vielleicht werksmäßig zu viel Power drauf gibt und die Heizungen deswegen kaputt gehen. Aber die Heizungen gehen allgemein auch kaputt, dadurch, dass AdBlue sich kristallisiert, sich drumherum kristallisiert und die Heizung einfach zu heiß wird und dann quasi kaputt geht. So. Ich habe leider keine Diagnoseanleitung, wie man diese Heizung durchmisst. Habe ich noch nicht. Ich habe da noch wenig Erfahrung in dem Bereich AdBlue-Diagnose zu machen. Natürlich viele Pumpen schon ausgetauscht, so nicht, aber noch keine Diagnoseanleitung für diese Heizung bekommen. Es gibt die Vorgängermodelle, da kann man das Ganze abschrauben und da kann man die Pumpe einzeln wechseln, hier leider nicht. Deswegen nehmen wir euch einmal mit, wie man AdBlue-Tank mit Heizung oder Pumpe oder was auch immer das da ist, austauschen könnte. Und ja, alle wichtigen Werkzeuge unten verlinkt das Ganze. Und ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längerem zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man ein vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau. Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass
die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Ja, und noch vorweg, ihr könnt hier solche Klammern sehen, die man quasi so auseinanderbiegen könnte und rein theoretisch die Pumpe eventuell rausholen oder die Heizung. Ich habe es probiert, es funktioniert nicht. Ich vermute mal, das ist da irgendwie sehr, sehr gut noch verklebt, damit diese AdBlue-Geschichte nicht auslaufen kann. Und das Ganze wird wahrscheinlich geklebt und dann eingesetzt, damit das Ganze in einer festen Position sitzt. So, hier sitzt dann die Leitungsheizung und hier drin ist die noch eine Heizung, also quasi 3 Heizungen für diese ganze AdBlue-Geschichte. Und wie man sehen kann, man kann es hier quasi rein theoretisch drehen, aber das ist hier wirklich komplett verschweißt. So sieht das Ganze dann aus der Nähe aus. So, ich würde sagen, wechseln wir das Ganze mal. So, hinten rechts befindet sich einmal die komplette Einheit. Hier könnt ihr das Steuergerät sehen. Natürlich kann es sein, dass nicht nur die Heizung kaputt ist oder die Heizung kaputt ist oder das Steuergerät kaputt, der quasi ja die Heizung bestromt. Steuergeräte gehen auch sehr gerne kaputt, Kontakte gehen sehr gern kaputt, Kabelbrüche. Also es kann vieles sein. Und ja, bevor wir den Tank austauschen, das Ganze können wir hier einmal ablassen. Den einmal abmachen. Hier befindet sich eine Verkleidung, die haben wir schon vorher abgemacht. Und dann können wir den Stopfen einmal abmachen. Und wer sich fragt, wie man die Heizung bzw. die Leitung hier abbekommt, hier ist übrigens die Heizung, die hier dran geht, wie man das Ganze abmacht, ohne es kaputt zu machen. Das geht im Prinzip ganz einfach. Die hier zusammendrücken und einmal abziehen. Dann geht das Ganze hier einmal ab. Und dann läuft da auch noch ein bisschen was ab. So, aufpassen, dass hier kein Dreck reinkommt.
Wenn wir das jetzt alles frei haben, alle Stecker abhaben, den stopfen wieder drauf, damit uns das hier nicht sonst wohin tropft, dann bleiben jetzt nur noch die 1, 2, 3, 4 Schrauben übrig und dann sollten wir den Tank mit den ganzen Stützen rausholen. Man könnte da jetzt rumfummeln und das Ganze irgendwie rausholen, aber wir holen einmal komplett raus und hoffentlich können wir den ja ein bisschen nach vorne und dann zur Seite rausholen. Dann probieren wir das Ganze doch mal. Und weiter los. Da haben wir es doch. So sieht das Ganze dann einmal ausgebaut aus. Und dann bauen wir jetzt gleich die Stützen um. So. Dann bauen wir eben um. Dann das Ganze natürlich einmal sauber gemacht, das auch. Und dann einfach draufstecken das Ganze und wieder zusammenbauen. So, hier befinden sich 2 10er Schrauben und hier ist einmal quasi Ablauf, den kann man auch einmal frei pusten, sauber machen, wenn man hier schon mal dran ist. Das Ganze hier auch gut sauber machen, damit die Dichtung wieder sauber dran sitzt, sonst gammelt das Ganze. Vernünftig sauber machen und wieder zurückbauen. So, und wie man sehen kann, saß der davor auch nicht richtig drauf. Was jetzt nicht so schlimm ist, aber deswegen kam auch so ein bisschen schwierig raus. Falls ihr euch fragt, wie man das Ganze abmacht, hier sind solche Klammern. Hier, hier, hier und hier. So, einmal den Stecker für die Tankklappe. Dann einmal Ablauf. Jetzt kommen wir den mal richtig drauf zu machen. So. Ja. Ablauf sitzt falsch. So. Klack, klack. Dann sitzt das Ganze wieder vernünftig. So, alles einmal sauber gemacht.
So, nicht vergessen nachher AdBlue aufzufüllen. So, Tankdeckel, den haben wir abgemacht. Ich zeige euch mal, wie man den dran macht und abmacht. Das Ganze geht wie folgt drauf. Den habe ich auch vorsichtshalber abgemacht, um das Ganze halt nicht zu zerkratzen. Und zwar hier ist einmal ein Pin. So, da ist einmal ein Pin. Der Tankdeckel wird drauf geschoben. Und zwar einmal von hier. So. Dann einmal drauf. So, wenn man den abmachen möchte, benötigt ihr einen Schraubenzieher, den ihr hier seitlich reinmacht und zur Seite drückt und dann könnt ihr das Ganze abziehen. Und so, einmal zu euch und ich ziehe das Ganze ab. Und drauf, zack, und das war's. Ja, und im Prinzip das Ganze jetzt alles rückwärts zusammenbauen. Und dann sollte das Ganze doch eigentlich wieder funktionieren. Ja Leute, anschließend natürlich Fehlerspeicher löschen, Grundeinstellung durchführen von dem AdBlue-Tank. Das Ganze lässt sich grundeinstellen bzw. anpassen. Ganz wichtig, sonst kriegt ihr immer wieder die Fehlermeldung. Ja, und ich hoffe,
mit diesem Video konnte ich dem einen oder anderen weiterhelfen. Und ja, schreibt alles zum Thema AdBlue, alles unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!